So, hallihallo. Ich denke, da bin ich wieder. Barclay Gaming hier mit der Crew Motorfest und den Summit Contest, Entschuldigung. Nämlich Record Breakers heißt er heute hier. Und ja, werden wir da mal reinschauen. Ne? Was ist denn hier los? Da lädt wieder irgendwas. So. Ich hoffe, heute ist irgendwie spinnt YouTube oder was? Ich hoffe nicht. Schon wieder hier Ladeschnecken da, das ist sehr verdächtig. Das kommt mir schon ein bisschen komisch vor hier. Sehr merkwürdig. Erstmal kurz ein Robotante, die Amazon Polly-Tante, let's go. Barclay Gaming 1 sagt willkommen im Stream. Na, schon mal etwas. Welcome to the stream. Number one, then number two. Würde ich sagen. Irgendwie läuft es nicht so. Okay, Mitte ist irgendwie. So, dann machen wir mal hier ganz kurz gleich mal ein Intro. Zwar von Dingsbums. Firefox, let's go. Vollbild. Let's play. Purzel 2010 sagt guten Abend. Abend, Purzel. Scheibenkleister. Vertauscht. Ist gut so, Entschuldigung. Jo, Alpine ist dabei. Ho, ho, ho. Und dann haben wir hier noch was. Let's go, the second intro für die neue Season. Let's go. Buckle up. The Motorfest Late Show is back. And this episode might just become your favorite. Nächste Woche ist es soweit. Casey Rollins and his crew are diving straight into the heart of performance. And Ja, was ist denn jetzt los? Auf die Maus. they brought incredible vehicles to match their ambition. Ich hab keinen Platz auf dem Tisch. This is not a vacation. You're here to drive. And prepare yourself to be amazed by Lucky Star, our fantastic racer, as he tests these incredible vehicles under extreme conditions. Meet prestigious guests, always ready to bring their expertise to the table. The Motorfest Late Show with Casey Rollins, the go-to show for all car enthusiasts. Jo, nächste Woche, 1. Juli. Okay. Da werden wir mal sehen, ne, was das Sache ist. So, jetzt hat wo sind wir da haben? Das läuft, denke ich, sieht so aus. Jawohl, da sind wir. Jo, Purzel, danke dir fürs Reinschauen. Jetzt geht's dann los. So, wo ist Mugen? Gib mir noch 5 Minuten. Okay, Mugen braucht noch 5 Minuten, alles klar. Dann, jawohl, kann ich ja schon mal, wenn Mugen noch ein paar Minuten braucht, bin gleich wieder da, muss mal ganz kurz was checken. Dong Miserablo 3807 sagt Moin Barclay. Jo, dann grüß dich, Nappen, danke dir fürs Reinschauen. Bin gleich wieder da, muss mal schnell was holen, Essen und trinken.
Purzel 2010 sagt Hallo Don. So, Dalla. Jetzt bin ich wieder da. Mugen braucht noch 5 Minuten, hat er vorhin was im Discord geschrieben. So, wo ist er? Da ist er noch nicht. Okay. Ja, dasselbe Problem wie ich Don wahrscheinlich. Miserablo 3807 sagt Grüß dich. Mugen hat dasselbe Problem wie ich gehabt. Wahrscheinlich findet kein Bildchen für den Summit. So, was gibt's hier mehr erfahren? Das ist das Intro, das ich gezeigt habe, vermutlich. Ja, ja, genau. Na, da sieht man es Buckle nochmal. up. The Motorfest Late Show Ja, ja, is ist in. Was will der, bevor sie zu YouTube weitergehen? Alle ablehnen. Und tschüss, haben wir schon gesehen. Brauchen wir nicht. So, Game Breakers. Aha. Jo, was habe ich denn? Level 10 habe ich erreicht. Jo, Level 20 werde ich nicht mehr schaffen. Vielleicht lasse ich das Auto ein bisschen spazieren fahren, dass ich Level 20 doch noch schaffe, weil wie viele Punkte dran? Wo sind es denn? 300 Tickets wären schon nicht schlecht. Mir fehlen ja viele Autos, ne? Da brauche ich jedes Ticket, das ich abholen kann. So, also, wie sieht die Custom Show aus? Let's go. Schauen wir mal kurz rein da. Was denn da los ist in der Custom Show. Upsa. So. Okay. Da ist neonweißer Reifen. Habe ich schon oder habe ich nicht? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Lila neonweißer Reifen. Gucke ich erst mal. Lila neonweißer Reifen. Neonweiße Reifenfahrzeuge. Da müsste man den doch auswählen können. Tunen. Prestige lila. Reifen lila. Da sind wir doch schon bei lila. Da haben wir schon weiße Reifen gesehen. Ne? Das sind sie nicht. Nein, nein, da. Was ist denn das hier? Neonweißer Reifen. Ja, habe ich schon. Okay. Alles klar. Besitze ich schon, habe ich schon. Okay. Na dann. Dann ist die Custom Show ja nice to have, aber kein Must have. Ne? Weil haben wir schon. Jo. So, und was ist jetzt Sache? Was habe ich da gesehen? Ich habe schon Stimmen abkassiert. Ja, was denn da passiert? Ja, aber hallo hier, da 7 Stimmen. Ja, Sapalotti da Totti. Ah, so, und jetzt geht mal. Achso, heute früh habe ich ja selber abgestimmt, oder? Ja, habe ich? Ja, habe ich gemacht. Nee, habe ich heute früh wieder vergessen. Hier. Also habe ich jetzt 8. Okay. Habe ich heute früh vergessen, eingestellt, aber vergessen, die Stimme abzugeben erst. So was aber auch. So, was haben wir da haben? Freunde. So. Zeigt wieder nichts an. Was ist das für ein Müll hier? Jetzt zeigt er was. Na also. Oh, Putzel hat auch schön abgegriffen schon. Zappalot. Auch nicht schlecht mit dem Porsche. Guck an hier. Ja, anderen haben noch kein Glück gehabt. Mugen hat anscheinend noch nicht ausgestellt. Muss er wohl noch machen. Okay. Die anderen haben schon alle. Ja. Aber hier, sehr schön. Schon 7 Stimmen, ja. Einwandfrei. Soll mal kurz gucken, ob der Mugen anruft zufällig. Nee. Der braucht noch. Der bastelt noch Bildchen vermutlich. Jo. Passt, habe ich gehabt. So, was steht hier irgendwas rum? Klut Moib sagt Kollege Grüße. Hallo, Cisco, klaut mir ab, grüß dich, Kollege. Ja, gestern, das ist nicht so gut gelaufen für mich. Bin zu spät in die Box. Das Quali ist scheiße gewesen. Ja, das mit diesem neuen Zeug, da bin ich noch nicht so firm. Bin ich durcheinander gekommen. Aber mal schauen. Nächsten Dienstag und am Samstag fahren wir ja. Geht es. So, was ist hier los? Nix. Halt, wo laufe ich denn hin? Da lang. Aha. Nix. Jo, danke fürs Reinschauen. So. Gibt's überhaupt schon die neuen Autos? Weiß ich gar nicht. Die kommen erst noch, ne? Oder sind die neuen Autos schon da? Also da steht nichts drum, was irgendwie jetzt auffällig ist. Ich guck mal in den Shop. Ne. Die neuen Autos kommen erst noch, ja. Ich hätte mein eigenes Intro mal anschauen sollen. Da habe ich ja die Alpine-Kisten gesehen. Aber ich denke, die kommen auch erst nächste Woche zum ersten rein. Gehe ich mal davon aus. Nicht im Besitz. Genau, hier sind keine Alpine dabei. Ja, die kommen erst nächste Woche.
keine Autos. Alpine, die hier fehlen. Ja, nächste Woche. Okay. Prestige, irgendwas Neues? Nö. Alles klar. Na gut, dann Aktivitäten. Dann holen wir mal den Summit ab. So. Oh wei, guck dir mal an. Eieiei. Um knapp 500 Plätze gerade noch geschafft. Wäre ja fast das Platin rausgeflogen. Habe ja mal Glück gehabt, dass ich mal das Auto bekomme. Wäre verrückt. Meistens kriege ich die Autos nie. Ganz knapp. Ganz knapp das Auto bekommen. So, Record Breakers. Unterbeleuchtung, weiße Neonspur. Blau, weiße Neonspur. Haben wir da auch schon, oder? Haben wir doch auch schon. Fahrzeuge. Raucher, Nitro, Unterbeleuchtung, weiße Neon, blau, 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 grün, 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 weiße Neonspur, blau. Nee, haben wir wohl doch nicht. Okay. Jetzt kommen schon die lila Teile. Nee, haben wir anscheinend doch nicht die weiße Neonspur. Okay. Bin ich wieder in der Custom Show unterwegs? Gehst du raus? Dann gehe ich raus, dann kommt schon wieder die Custom Show. Raus aus der scheiß Custom Show. Raus auf die Straße. So, also. Jetzt am Mugen Purzel Live. 2010 sagt, ich habe es nicht geschafft, trotz 130.000 Punkten nur Platz 15.200. Purzel 15.200. Eieieiei, ganz knapp vorbeigerutscht. Ja, so geht's mir auch ständig. Diesmal hatte ich Glück, dass ich dann durch den Windschatten vielleicht ein paar Punktchen mehr gehabt habe. Na? Und deswegen hatte ich das dann gerade noch so geschafft mit 14.580 oder was da gerade stand. Gerade noch so reingeduselt. So, Mugen scheint hier live zu sein. Na, hallo. Schreiben wir mal ganz kurz einmal guten Abend in seinem Stream. Und dann gucken wir mal Telefonitis, jawohl. Ist noch was Wichtiges dazwischen gekommen, was ich jetzt nicht so einfach wegschieben konnte. Und ja, geht sofort los. Grüß dich, Barclay. Hallihallo, Mugen, guten Abend. Ich wollte nicht reinbabbeln. Grüß dich, Ja. Mugen. Hat er, ja. Nochmal was Wichtiges Dazwischen gekommen, hast du gesagt, gerade am Schluss. Irgendwas habe ich mitbekommen. Ja. Deswegen hat das jetzt alles noch ein bisschen gedauert, Stream Ja. vorbereiten. Alles klar, kein Thema. Aber bei mir hört man alles, weil ich So, Balken sind durch hier. Formel 1 immer alles umstellen muss. Ja, Aber ja. scheint da zu So, sein. geliehen. Ich bin aber noch mal kurz weg. Kleinen Moment. Ja. McLaren F1, Königseck, McLaren F1, Königseck. Okay. Also alles viermal geliehen. Königseck und McLaren F1. Okay, Königseck und McLaren F1. Na dann, gucken wir doch schon mal, was wir da so ausrüsten können. Königseck Agera. Achso, das ist der Jeska, der hier rumsteht, glaube ich. Ja. Oder Jesko. Maki McLaren. McLaren F1, den habe ich glaube ich nicht in dem Vorderbereich. Ne, habe ich nicht. Filter, ne, warte mal.
Nee. Ich hasse diese Menüführung in Motorfest. So, also, wenn genau die aus sind, dann kann man die Autos filtern. Nur dann. Falsch. Hyper. Und Purzel 2010 sagt hab ne 0 vergessen 1.300.000.e. hab eine Null vergessen. Ja, kann schon mal Da passieren. bin ich wieder. Ja, ja, schade, Purzel. Ja, Mugen wieder da, grüß dich. Purzel 15.200 knapp rausgeflogen. Ah Ganz nein. knapp, ja. Und ich war ganz knapp diesmal drin. Also jetzt haben wir im Prinzip die Rollen mal getauscht, Purzel und ich, würde ich mal vermuten. Ganz knapp drin mit 14.560. Also knapp 400 Plätze noch drin geblieben. Und Purzel 200 Plätze geflogen, ja. Ja, so Das geht's. hattest du ja auch schon mal ganz eng, ne? Hatte ich auch schon ein paar Mal, ja. McLaren, haben wir einen. So, was war das? McLaren F1 stand doch da, oder bilde ich mir ein? Ja, er da hier. Custom Show war ja jetzt wieder eine Katastrophe, also frühes Ausstellen ist nicht immer ein Garant zur Nee, Platzierung. ja. Ich habe Bloß früh wieder meine ausgestellt und habe 7 schön Punkte. abkassiert. Ja. Ja, habe ich Glück Ne, ich habe ja gehabt ganz diesmal. früh wieder, wie letzte Woche hier, kurz Ja. nach um 6. Aber diesmal war da nichts. War da nichts diesmal, ja. Ja, nur Silber. Ja, Toll. Ich weiß gar nicht, ob ich die Red Panther Dings habe. frenetisch rein. Gut. So, jetzt einmal der F1. Und dann haben wir noch den König. Filter aus. Jetzt können wir hier wieder filtern. Den raus und Königseck. Welcher war es? Der Agera R war es doch, glaube ich, oder? Ja, genau. Der Agera R. Einmal dies und einmal wechseln auf irgendein, was man mal wegmachen kann. Ja. Mach mal. Mach mal den da weg. So, genau, was haben wir denn? Rein sauberer Fahrer, das brauchen wir nicht, sondern ein schönes Nitro. Hier rein, Zusatzpumpe, das passt doch. Haben wir das. Gut, einmal rein hier und einmal rein da. So. Das weg, den Filter wieder löschen. Gut. So. So, da haben wir einmal, wo bin ich denn? Oh, wir sind ja schon wieder in der letzten Woche. Ich sollte mal die Mainstage. Ja, wir sind in der letzten Woche, das ist richtig. Ja, tatsächlich, wie gesagt, diese Woche war ja hier Forza Horizon eine Katastrophe. Ja, das stimmt. Das hat genervt, dass wir da das Wichtigste alles nicht erledigen konnten. Ja. Meisterschaften nicht fahren können, dann das Ganze. Aber es ging dann ja, ne? Online Ich weiß nicht, geht. wann ich es gemacht habe. Am Wochenende, glaube ich. Irgendwann, will ich meinen, habe ich es dann gemacht. War es Samstag oder Sonntag? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Habe ich es dann mal getestet und da ging dann das online wieder. Ja, Es muss dann schon, ich glaube, das ging schon am Donnerstag und am Freitag schon wieder. Oder am Freitag dann schon wieder. Na, ja. hat was an unserem Donnerstag gesponnen Abend. Franklin-347, Ja, die Update-Tag, 8F wie sagt gesagt, das müssen wir Agera mal is im Auge better behalten, than dass wir da F5. Ja, eventuell nicht den Stream machen. ja. Morgen apropos Stream machen, Donnerstag apropos morgen sowieso nicht. Wollte ich noch sagen. Okay. Morgen kein Forza, warum? Das ist ja kein Motorfest, was wir in spätestens 2 Stunden, wenn wir uns ranhalten und nicht zu viel trödeln, durch sind, Ja, sondern das kann sich tatsächlich immer länger ziehen. Und morgen ist um 22 Uhr Anstoß und um 21 Uhr ist schon Vorgebabbel. Würde ich gern Fußball gucken. das willst du reinziehen. Okay. Ja. Und deswegen ist dann eher Dann- morgen kein Forza. Das würde ich dann eher auf Freitag vielleicht verschieben. Ich weiß nicht, wie es bei dir da aussieht. Bisher ist da nichts und das Wochenende wird jetzt auch wieder so heiß, dass wir wahrscheinlich nicht in den Garten gehen. Ja. Okay. Weil es zu heiß Also wieder dann ist. Freitag. Ja, genau. Ja.
38 Grad Freitag, 40 Grad am Samstag. Ja, ja, Da ja. Hallo ist man nicht im Franklin, Garten. thanks for joining. Agera is better than F5, okay. So, also ich hatte Rang 2100 noch was beim Summit. Am Summit, Das war- okay. Ja, das Ja. ist doch schon mal Ja. nice. Ja, das ist schon gut. So, wo bin ich, Agera? Der F1, ja, F1 ist er hier. Und der Agera, wo, davon, da. Agera R. Ach stimmt, du hast ja heute schon abgestaubt, das hast du vor uns gemeint. Ja, Scheiße, das habe ich schon stimmt. gemeint. Ja, habe schon abgestaubt. Bei Custom Show bin ich schon gut Ja, dabei. nee. Dadurch, dass ich hier beim letzten Mal nichts gekriegt habe, habe ich mir gedacht, nee, heute stellst du es abends aus. Ja, Naja, das ist irgendwie alles so random. ja. Porzel, guten Abend, grüß dich. Und gleich nochmal vielen Dank für die Lackierung für Gran Turismo und ebenso auch noch, du machst ja immer gleich noch die passenden Rennanzüge dazu und Helme. Da auch nochmal vielen Dank. Auch wenn ich jetzt die Lackierung nicht mit Ruhm bekleckern konnte, die letzten Rennen, aber wenigstens fahren wir stylisch durch den Cup. So, okidoki. Achso, Mama hier. Einladen. Will wieder jemand mitfahren? Potzel oder Don oder wie oder was? Eingeladen gehabt. Du hast eingeladen gehabt. Entschuldigung. Eigentlich schon, aber jetzt habe ich deine Anfrage angenommen. Ja. Ach so. Na gut. Angenommen dann. Also bisher hat sich jetzt, also bei mir, gut, ich bin jetzt auch recht spät erst rein. Ja. Geschrieben hat er Und nichts. hat Da müssen wir mal schauen, was er nicht- schreibt. Keine Ahnung. So. Ich habe auch gar nichts geguckt, was da Sache ist hier. Wurzel fährt ja eh nicht mit, weil Streamer-Stress. Klimastress, ja. Dem geht's so wie mir. Ja. Ich würde einfach sagen, dass wir dann jetzt erstmal reingehen, ne? Da kommt ja. Was hast du gesagt? Entschuldigung, ich habe mal das Mikro aus dem Ohr rausgerissen, schnell. Deswegen Schneuzer. Dass du deinen Schnäuz nicht selber hörst, oder was? Nicht, dass ihr das nicht hört. Den ersten habe ich noch gehört und dann habe ich Ja, ich hab alles gehört. alles gehört. Ach so, echt. Ja. Genau, hat Porzo gesagt. Also Porzo will nicht mitfahren und Ja. ich hatte halt eben gesagt, wir legen jetzt einfach mal los und Ja. wollte dazu noch sagen, da hat der Scooter richtig Glück, dass so viele geliehene Fahrzeuge sind, ne? Ach so, ja, das ist wahr, ja. 1, 2, 3 geliehen und dann McLaren F1 und Agera sind 2 5 teure geliehen. da. 5 geliehen. Ach ja, das untere ist auch geliehen, ja genau. Ja. Ja, dann die unteren flinken 4, die kann er dann nicht fahren, falls er beide nicht hat oder eins davon nicht hat. Ja, müssen wir schauen. Ja. Okay, dann links oben geht's los. Genau, ich bin dir beigetreten, also musst du. Dann drücke ich mal drauf und wir gucken mal, was Sache ist. Ich habe leider gar nichts geguckt. Mal Nee, überraschen ich hab lassen. auch nicht. Tatsächlich gucke ich jetzt auf YouTube die ganze Zeit immer bloß, ob die PK von Leipzig hier, von RB Leipzig gemacht wird, weil Die was? haben wir jetzt die Pressekonferenz Ach, von RB Leipzig. Pressekonferenz, PK. Ja, weil die haben doch einen Trainer gekickt und Ach jemand so. Neues eingestellt. Ja. Und die Michaelis. Okay. Bin ich mal sehr gespannt. Ja. Kennst du Martin de Michaelis noch von den Bayern damals? Nee. So tief bin ich im Fußball noch nie drin gewesen. Wieso hast du ein anderes Auto wie ich? Achso, das ist der NPC.
Ja, der ist nicht so prickelnd. Nee, wie gesagt, meine Idee ist nachher mal, dass wir Forza zusammen testen, ob, wenn Aha. wir zusammenfahren, ob das trotzdem erledigt wird irgendwie. Ja. Weil ich bin doch nicht ganz harte 1980er Autos sind doch von 80 bis 89 Baujahr. Ja, aber es gibt eine eigene Kategorie 80er Autos. Aber Baujahr Ja, aber 80 das bis sind ja 89, ja richtig. Ja. Weil ich bin jetzt so viele gefahren und es wird einfach nicht erledigt. Okay. Ja. Ja, grundsätzlich hatte das, aber wir hatten dann immer so ein paar Löcher, wo mir reingefallen sind. Aber wie gesagt, das kannst du, glaube ich, nicht am Trainer ausmachen. Das waren dann einfach die Gegner auch, die sich immer gut auf das Spiel eingestellt haben. Ne? Punktedurchschnitt von 1,91, glaube ich, war das. Also komplette Katastrophe, so wie sie es jetzt vor allen Dingen abgezogen haben. Das ist leider sehr respektlos. Ja. So, zum Trainer hin oder was meinst du? Genau. Ja. Okay. Ja, die sind dritter Platz geworden, klar, mit sehr, sehr vielen Punkten Rückstand auf Bayern und Dortmund. Ja. Aber Champions League Platz war es wieder und ja, wie gesagt, also jetzt so schlecht, dass er entlassen werden muss, war nicht. Haben halt schon die Vor allem Ansprüche wie die Bayern, wir wollen Top of the Pop, also die Besten der Besten. Ja, ne, ich gehe mal von aus, der Martin de Michelis kommt jetzt von Mallorca. Ich weiß nicht, wie sie heißen, RCD Mallorca. Ich glaube, die sind abgestiegen in die zweite spanische Liga und die denken jetzt vielleicht, dass sie hier in Kompanie von den Bayern nachmachen können. Der ja auch mit seinen englischen Vereinen gerade abgestiegen ist Ja. und jetzt halt so dominiert mit den Bayern. Ja, wie gesagt, aber tatsächlich, also deswegen warte ich ja auf die PK, wo dann so die ersten Fragen gestellt werden. Was hast du jetzt gemacht? Zweites Bist du Rennen. gleich ins nächste? Achso. Warum nicht? Weil Oder wolltest du das erste ja, nochmal fahren? nein. Ich war jetzt bloß verwundert und es ging jetzt so schnell. Ja, wir müssen ja nicht da um einen heißen Brei. Zacki, zacki. Nee, ist ja richtig. Ja, die Kommentare zu dem Trainerwechsel, wie gesagt, ist jetzt so eine, mit dem Michelis echt so eine Wunschtüte, ne? Oder ne, nicht Wunschtüte, wie nennt man das? Wunschkonzert. Oder, Nee, ja, entweder es geht total nach hinten los oder es funktioniert. ja. Ähm, Überraschungsei. Ja. Oder wie man das nennt. Überraschungsei, genau, ja. Ja. Wie gesagt, das kann ich halt nicht einschätzen, weil ich den als Spieler, klar habe ich den verfolgt. Wie gesagt, Okay. das war ja noch, da war ich ja auch noch Bayern-Anhänger damals. Also als Spieler. La top. Piazzetta i9G sagt ja, hallo gute Abend, wie geht's dir? Hast Hallo. du schon mal die Spiel angefangen, diese Herausforderung zu fertig zu machen? Danke bei Forza Horizon 6. Hallo, La Piazzetta. Piazzetta i9G sagt, Videospiel, lächelndes Auch Gesicht. die Frage, ob das vielleicht auch La Piazzetta Nachher i9G ist, sagt, dass man vielleicht Feuer, noch mal andere Sonne mit Gesicht. Spieler bekommen. Weiß ich halt nicht. Ja. Ja, Piazzetta, bloß zur Info. Wenn hier Motorfest durch ist, weiß nicht, grob geschätzt 1,5 Stunden, was haben wir jetzt? Ja, 9:30 vielleicht, werde ich mit Mugen in Forza Horizon 6 reingehen, weil Mugen hat auch das gleiche Problem wie du, dass er was nicht abschließen kann. Ja, kann ich dich ja einladen, ich weiß nicht. Musst halt mal gucken, ob ich dich schon in der Freundesliste habe.
auf der Xbox natürlich, ne? Nicht hier auf PlayStation. PlayStation kommt dann erst in ein paar Monaten dazu. Ja, genau. Also man muss nur mal schreiben, wie du auf, keine Ahnung, auf Xbox heißt. Oder dich am besten adden. Oder mich adden, du schaust mir einfach meinen Stream mal anschauen. Das ist ja, wie ich heiße, auf Xbox und dann mal Anfrage schnell starten. Dann kann ich, wenn ich später einschalte, die Xbox, deine Freundschaftsanfrage mal annehmen und dann kann ich dir LapiaZI9G sagt okay, mit- danke Bro, vielen Dank für die Hilfe. Okay, mit ich warte auf einladen. dich später. Und dann kann man ja in der Kolonne dann zu dritt mal versuchen, dass da... LapiaZI9G sagt es geht Xbox App. Ja, ich habe auch keine Hoffnung. Aber ich verstehe es nicht, warum sie das nicht gebacken kriegen. Das sind ja vor allem immer die einfachsten Aufgaben, die nicht beendet werden. Ne? Ja, Also ihnen mal mit der Hupe und jetzt diese scheiß Straßenrennen. ja. Nee, tatsächlich ist das bei mir so, wenn das jetzt so Standard wird, dass du das Zeug nicht beenden kannst, weil das Spiel verpackt ist, da habe ich dann auf das ganze Dings keine Lust mehr. Ja, kann ich verstehen. So ging's mir ja damals auch. LapiaZI9G sagt nur die Herausforderung machen. Ja. So, okay. Da bin ich hier wieder ganz schlecht, weil Livestream, viel Gechatte, viel Gelaber, da kann ich nicht gescheit fahren. Vielleicht dann am Wochenende Guten Abend. nochmal nachlegen vielleicht. So. Heute war es in der Bude richtig warm. Als ich nach Hause gekommen bin, stand hier 30,5 Grad im Wohnzimmer. So. Das ist Wahnsinn. Vor allem wird Demichelis auch nicht deutscher Meister. So. Und wie schaut's aus? Ja, Race Number 3. kannst du erstmal reingehen. Don ist jetzt erstmal beim Fußball mit. Aha. Ja. Ja, na, wie gesagt, es ist halt das Problem, dass halt manchmal so der Spielstil einfach verloren gegangen ist in vielen Spielen, ne? Wo Ja. wir dann auch einfach wichtige Punkte liegen lassen haben. Ich glaube, da geht es nicht allgemein gleich hier um Meisterschaft oder sowas, sondern einfach da diese Aufs und Abs vom Spielstil her. Ne? Aha. Aber ich bin halt der Meinung, dass es halt wirklich am Gegner lag. Es gab halt Leute, die das halt im Griff gehabt haben mit Diamonde. Ja. Und wenn der leider aus dem Spiel genommen wurde, war halt eben immer sehr, sehr dürftig, ne? Ich frage mich doch nicht immer vor der Kiste. Wie gesagt, ich bin gespannt. Viele Kommentare auch hier, die sagen, ja, nach dem 4. Spieltag ist er wieder weg. Der neue. Alles klein, ja. Ja. Tatsächlich muss man sagen, weil es ja immer dieses Karma gibt, tatsächlich wäre es eigentlich das, was kommen wird wahrscheinlich. Ja. Wenn sie einen guten Trainer rausschmeißen, weil das zu wenig war. Ja. Dass wir irgendjemanden, ja, als Trainer weiß ich, da habe ich halt keine Ahnung, was er kann. Ne? Spieler, keine Frage, aber Trainer, keine Ahnung, ob er uns da viel mehr bringt als der Werner. Tja, wie gesagt, PK ist halt interessant, würde ich gern sehen, weil da kann man schon mal so ein paar Eindrücke, wie er sich gibt. Heute oder was? Nee, allgemein nicht. Ja, es kann auch sein, dass sie da vielleicht erst warten bis nach der WM oder so. Keine Ahnung. Weil die sind ja eigentlich immer recht schnell mit diesen Pressekonferenzen, auch wenn sie Spieler verpflichtet haben, sind dann immer gleich hier YouTube-Videos vom Ankommen und von den Untersuchungen. Okay. Ich warte ja immer mal drauf, dass ich in der Uni LapiaZI9G sagt okay, In die gut, ich Kameras. warte, wenn du Forza Ja, die sind ja Horizon immer 6, da, wenn wo du ich mit meinem startet Sohn tust, in Verhandlung danke. bin.
La Piazzetta Neues Spiel noch i9G verpflichtet sagt, werden, alles in gecheckt Ordnung werden Zeichen, müssen. lächelndes Ja, Gesicht. Ich lese mir das gleich alles durch, Jungs. Ich habe zwar jetzt so einen schönen Monitor, aber tatsächlich den Text kann ich jetzt gerade nicht lesen. Ich sehe es bloß immer im Blickwinkel, dass was rein rudelt. Ja. Nee, ist schwierig. Beim Rennspiel Text zu lesen, ist ein bisschen schwierig. Ja. Das war ja auch Vollkatastrophen, Formel 1. Ja. Punkt zum Rennstart. Ja, und Sag- du musst dich natürlich bei diesem Schlingerlingerling durchdrücken. Ne? Also hättest nicht noch warten können bis Ja, zur nächsten nein. Gerade. Nein, musst du nicht. Weil Da der war doch von weit mir- und breit kein Schwein. Auf diese paar Sekunden hättest du auch noch Doch. warten können. Ich muss Ach. angreifen. Quatsch, hinter dir ist nur der Wolfi gefahren. Nee, ich musste ja nach vorne angreifen, nicht Ja. nach hinten. Ja. Macht dir Stress hier. Ja. Dann auch noch Teamorder hier. Der andere lässt dich locker vorbei. Also sowas habe ich in der Formel 1 Geschichte noch nie gesehen. Nee, klar. Hab ich geschimpft. Da, schau mal hier, Mugen und Lars, die haben Teamorder bekommen. Schau mal, wie locker der denn vorbeilässt. So eine Frechheit, habe ich geschrien. Musste ich mal angucken tatsächlich. Hast du drüber geredet, ja? Ja, habe ich darüber geredet. Ja, was macht der Mugen da? Muss ich der da durchdrücken? Im Schlingerling überholt man doch nicht. Was soll denn die Scheiße? Ja gut, das ja, aber dass du dann über Lars und mich geschimpft hast, das Ja. Deutscher Meister, naja, aber die Anspruchshaltung bei RB ist schon ziemlich. Ja, na klar. Bei den Kader ist das aber auch normal. Deswegen war der Abstand auch zu Bayern und Dortmund auch zu groß. So. Wie gesagt, rechtfertigt jetzt nicht gerade, dass man einen Trainer entlassen muss, so aus nichts. Weil man mit Normale jemand Neues Reihenfolge nicht oder irgendwie- Gelinie weitermachen erstmal? Ich würde tatsächlich die Linien bevorzugen, wenn du Okay. möchtest. Dann machen wir erstmal Gelinie weiter. Guck dir mal an, was die Bayern verpflichten. Da hat keiner eine Chance auf die Meisterschaft. Bugatti, okay. Guck dir mal an, was die Bayern verpflichten. Da hat keiner eine Chance auf die Meisterschaft. Die Spieler meint er damit, was die Bayern hier einkaufen. Da kann dann Die Leipzig in den Kader zu kommen oder was? den Kader, den sie Startelf- kaufen, mit den Spielern Ja. im Vergleich zu euch. Ganz andere Ach so. Kaliber. Da hat das Leipzig jetzt- einfach zu hohe Ansprüche. Sie sind halt gut unterwegs, ist gut gelaufen und jetzt meinen sie, es muss immer so sein. Es geht gerade aus, Barco. Ja, Ach ja, aber so. ich mach gar nichts. Bin stecken geblieben hier, Kleber, Kontrollpunkt. Was ist denn das? Du bist bei mir die ganze Zeit quer gefahren. Ach, du Ja. musst Neustart machen. Ja, geht denn das? Du hast irgendwie wie so ein Band Ja, jetzt ja, gerade das gehabt ist und jetzt bist wie runterquer. gestern beim Wolfi, der hatte auch so ein. Der lenkt nach links plötzlich weg. Und was ist denn das für eine Scheiße? Hier auch, ich lenk nach links und die Karre fährt down nach rechts und hängt bei dir im Auto fest. Als wenn da ein Kleber dran gewesen wäre. Das war jetzt ganz komisch. Dario, grüß dich. Ja, ne, ich konnte jetzt gerade nichts. Der Barclay, der stand einfach quer vor der Karre. Ich muss tatsächlich noch im Barclay seine Ansicht noch angucken werden. Ne, ich habe den Lars immer gefragt, weil ich war halt eben auf einer anderen Strategie gewesen. Ja. Wo ich dann an den dran war, da habe ich dann immer gefragt, ja, wie machen wir es denn? Als ich sein Video gesehen habe, ich ja gesehen, dass er nur Probleme gehabt hat. Und dann war klar, dass er nicht vorbei lässt. Ne? Aber im Rennen merkst du es ja nicht so. Du merkst schon, dass irgendwie, ja, kommt man ran und fährt jetzt nicht ganz so schnell. Liegt in die Strecke auch nicht und hin und her.
Ja, tatsächlich war es jetzt auch, aber glaube ich in jedem Rennen so, dass wir unterschiedliche Reifenstrategien gefahren sind. Also Ja. es lohnt sich dann nicht, den anderen zu bekämpfen, weil man macht sich dann gegenseitig die Rennen kaputt, die man sich zurechtgelegt haben. Ne, mein Problem war gestern, wo mein Flügel kaputt gegangen ist. Punkt zum Rennstart kam die 5-Minuten-Anzeige beim Fernseher. Aha. Also, aber ich wusste ja nicht, dass die bescheuerte Pausenmenüfahrt da so in die Leute reinrampelt, dass alles kaputt geht. Aha, also der MPT ist scheiße gefahren, sozusagen, Ja, da ist in einem Anbremsen einfach komplett in die Leute reingefahren. ja. Ja. Aber ich musste halt mir die Fernbedienung schnappen, die lag natürlich wieder am Arsch der Welt. Aber wirklich punktgenau zum Rennstart kam die Einblendung. Nein. Ja, ein Safety Car war einfach. Ja. Aber ich lerne es aber tatsächlich auch nie beim Safety Car. Ja, kannst du eigentlich auch nicht. Du darfst nicht so viel Abstand lassen zum Rennen, zum Safety Car Neustart. Ja. Dass du damit rechnen Ja, ich musst, habe da dass auch die- Scheiße gebaut. Ich habe überlegt, fahre ich jetzt beim letzten Safety Car, ne? Fahre ich in die Box oder nicht? Holen mir jetzt schon die weißen Reifen oder hab ich gesagt, nee, komm. Und dann war das Safety Car so langsam. Ach, weißt du was? Jetzt sind es ja bloß noch 16 oder 17 Runden. Ach komm, ich fahre jetzt rein. Die 17 Runden halten die Weißen bestimmt durch. War ja geplant, Ja. 16, 15 Runden zu fahren bei mir. Gelb, gelb, weiß. Naja, ach komm, fahr doch rein. Und es fahr doch rein war eben eine Runde eigentlich zu spät, weil da ging es nämlich dann gleich mit dem Rennen los und dann war die alle schon 30 Sekunden weg fast. Und das habe ich also nicht mehr aufholen können fast. Sonst, wenn ich vorher schon reingefahren wäre, wäre ich wieder schön beim Safety Car wieder an der Kolonne dran gewesen. Und dann hätte es auch ein bisschen besser nochmal ausgesehen, glaube ich. Ja. Aber naja, ein andermal. Tatsächlich ist bei mir gerade die Realität einfach nur irgendwie Punkte versuchen mitzunehmen. Ja. So, was haben wir da? Das 117 ist wird doch ganz natürlich. Das 117. ist halt eben. Oh, Potklatschen. Gut, 41 Aber schön selbst angelegt. bei den Diamondé, wenn du jetzt überlegst, wenn da die 150 Mille fließen für den, kannst du nicht nee sagen, ne? Da kannst du einfach nicht nee sagen. Aber der Abgang von Šeško, der hat wehgetan, weil da So, letztes Rennen. Äh. Macht 2 Minuten 55. Okay. ja Auch geliehen. ich komme nicht mehr auf den Namen, dort Norweger. Der ist leider auch ein Flop-Transfer. Da kommt leider zu wenig. Die Bolide ist Racing, ne? Hier, hätte ich gedacht. Genau, müsste. Ja. So. Ich hoffe, das ist eine gescheite Strecke. Ja, das sieht wahrscheinlich wieder aus mit solchen Monza-Kurven. Scharfe rechts. Da haben wir es schon, ja. Monaco-Kurve. Ja. Bloß andersrum. Ui, komm ja rein, wir gucken rum. Das müsste Monza wird das sein.
Oh, Nürburgring. Karussell. Okay. Alle in der Wand gehämmert. Ja, die nächste Kurve, die kommt. Ja, okay, bloß andersrum. Okay. Ja, einfach an der Wand gesprungen. Naja, ganz okay, der Kurs, kann man nicht sagen. Ja, okay. Na gut. So, dann Moment, ich muss bloß mal im Textband dorthin. so, jetzt haben wir McLaren F1. Okay, habe ich ja ausgerüstet schon, glaube ich, ne? Ja. Mal gucken, was denn da los ist. Wo fehlt denn der? Hier fehlt noch ein Teil. Haben wir nichts. Haben wir nichts. Was sind das für eine Scheiße? Zusammenfügen. Let's go. 1, 2, 3. Gibt hier noch ein Nitro? Nein. Ja, das war's. Okay. Dann fehlt hier auch einer. Da ist ja eine. Sehr gut. Frenetisch, Reinwärtspumpe. Ist doch gut. Reinwärtspumpe. Ich kalibriere mal schnell ein Ding. Ein Nitroset mehr sozusagen dann. Wenn das kommen würde, was man möchte. So, was braucht man jetzt? Erstmal lesen, Oh. aber egal wie viel Geld RB bekommt, sie werden keinen gleichwertigen Spieler für Diamant bekommen, deswegen verkaufen die Bayern auch nicht Olise. Ja, das stimmt, aber tatsächlich hat man da immer gutes Händchen für gehabt, dass wir immer wieder was Gutes bekommen haben, ja. Aber tatsächlich ist dieses junge Spieler verpflichten und dann für gutes Geld verkaufen. Mal gucken, ob es mit dem Trainer jetzt anders wird. Ist aber, glaube ich, jetzt so eine Philosophie, die du wahrscheinlich nicht aus dem Verein rauskriegst, weil ja, er trotzdem so ein Firmendenken hat. Gewinnbringend sein soll, aber vielleicht sind wir irgendwann mal an dem Punkt, wo das finanzielle stabil ist hinterm Verein, ohne immer bei Red Bull anzuklopfen, dass man mal sagen kann, man kann auch mal Spieler über mehrere Saisons binden und halten. Ja. Das, die andere Seite ist ja auch, dass nur Superstar in einer Mannschaft auch nicht funktioniert. Frage. Meinst du Mbappé?
So, jetzt aber mal Auto einstellen. Wir brauchen zweimal Hypercar und McLaren F1. Hacke. Page. Hacke. Du schreibst immer das kleine Purzel. Das gleiche Purzel. Ist das immer wieder der Autokorrektor oder ist Paris? Paris. Ja, okay. Ja, dann ja. Ja. Hypercar. Nee, das ist ja schon der richtige Weg. Die Jungen wie Diamandé hätten ja auch so viele Top-Clubs, egal auf England, Italien, Spanien, die Top-Clubs in Deutschland hätten ja auch alle auf dem Zettel haben können, hatte aber keiner. Tatsächlich. Ja, man muss aber gucken, dass man die halt eben dann doch mal selber über 2-3 Jahre selber entwickelt und dann auch die Ergebnisse besser werden. Die Platzierungen auch demzufolge. Performance-Teile wechseln. Filter, Marke McLaren. Ah, jetzt, ich sehe wieder einen Scheiße. Ersten Filter setzen, McLaren. McLaren. Hypercar. Den P1 muss man fahren, ne? F1. Nee, F1. F1, glaube ich, war es, ja. F1, ja. Bestätigen. Ich wäre dann soweit. Du bist wenn soweit. möchtest. Okay, na dann, Moment. Ich hab's Gehen wir noch gleich irgendwo rein. eine Herausforderung beendet, aber Ich sehe es auch da unten, ja, Herausforderung. hast du bei- auch Vintage? Vintage Garage, Retro-Krieger, irgendwas beendet, ja. Schließe das Event Vintage Showdown in einer Crew mit Oldtimer ab. Na, dann sind wir gerade irgendeinen Hypercar-Oldtimer gefahren anscheinend. Auf der Strecke oder was. Vor allem, du hast ja bei den ganzen Playlisten immer geguckt, ob wir irgendwas in der Crew erledigen können. Ja, eigentlich schon, ne? Das wundert mich. Ja. Komisch. Scheinbar Scheinbar doch was ein übersehen. bisschen Gebummelt. Ja. Aber die Bundesliga-Top-Clubs geben auch keine 120 Euro für Diamandé aus. Zumal er noch lange nicht... 3 Minuten dauert der Spaß mit dem McLaren F1. Drücke drauf, Ja. Gehst du rein. geh mal rein, let's go. Ja. Ja, das wird wieder auf 150 Millionen auf Liverpool hinauslaufen, vor allen Dingen. Ja. Ja, das sind ja meistens immer die Handgelder, ne? Die Leute dann nach England ziehen. Neben dem Gehalt dann nochmal, was weiß ich, 100 Millionen Boni. Und schon sind die weg, aber wenn wir ehrlich sind, wir würden es auch so machen. Wenn Barclay jetzt von einem Konkurrenzunternehmen irgendwie Angebot bekommen würde, hier, du kriegst mehr Gehalt und kriegst noch einen Bonus Handgeld, wenn du dich für uns entscheidest, dann wäre da aber Ja. sowas von weg. Das kann schon sein, ja. Ich habe zwar jetzt grundlegend keine Ahnung, ob es da Konkurrenzläden gibt bei dir in der Branche, aber Gibt das theoretisch sind schon, weil Gedanken, wir ja. haben ja auch, machen manche, ich sag mal Headhunter dazu. Ja, Ja. die gibt schon diese Leute. Also wir haben ja auch. Oh, was ist denn das? Oh Mann. Willst du
neu Wir haben, starten. wir haben ja auch, ja, wir haben ja auch Leute abgeworben, weil wir was gesucht haben und dann, bis sich jemand bewirbt, das wird nichts. Deswegen guckt die Firmen in den üblichen Medien, wo die Leute drin sind. Ich bin nirgendwo drin, also mich brauchen sie gar nicht suchen. Ja. Aber wenn man normal unterwegs ist, so wie auf Instagram, weißt schon, also Ja. wie wir auf YouTube, ist man halt auf Instagram, auf YouTube, auf Ding, auf LinkedIn und was der Geier, was sonst noch alles gibt. Und da beschreibt man sich und seinen Tätigkeitsbereich, was man so tut und macht und hin und her. Und da kann dann schon sein, dass eine andere Firma sich das anschaut und sagt, oh, den schreiben wir doch mal an. Ah, Na? also auch so, dann wir gehen mal hier ein Verhandlungsgespräch, Ja, ja. da kann man ja für uns überzeugen. Ja, das gibt es schon sowas, ja. Ah, Ja, ja. Das ist nicht mehr so wie früher. Das ist schon mittlerweile auch schon hier schön online alles und dann wird Ja. online hier spioniert und geguckt und dann von anderen eventuell mal angefragt. Hättest du vielleicht Lust für uns zu arbeiten? Keine Ahnung. Ne? in Facebook hast du ja meistens auch dann deinen Beruf mit drin, ne? Wenn du das alles ausfüllst, Ja, bei ja. welcher Firma du arbeitest. Ja, 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 genau, genau. Ja, ja wenn der, keine Ahnung, was nicht TikTok, sondern Instagram oder dann gibt es ja. Ja. Die Berufsversion, LinkedIn und solche Sachen, ne? Ja, Für berufliche Belange, ja, dann kannst du dich da, bietest du dich da Schrägstrich, ja, sowieso ständig irgendwie an und dann kann da schon mal sein. Mache ich Ja. jetzt nicht, weil ja, ich bin eigentlich zufrieden, sagen wir es mal so. also für eine 100 Mille Handgeld, da würdest du aber auch Ja, es ist schon was anderes, aber sehr unwahrscheinlich in meinem Bereich. Ja. Ja. Ah, krass, dass es so in den Unternehmen auch sowas gibt. Ja, ja. Hab ich jetzt nicht gedacht. Ja, aber dass das schon so Blick ist. Ja. Ja, ist ja, wie man so schön sagt, hört man ja ständig Fachkräftemangel. Ne? Den Mangel eigentlich alleine aus der Ermangelung des Nachwuchses ist ein Punkt. Ja, ich sag so, ich will jetzt nicht andere Wörter verwenden, aber Ermangelung des Ja. Nachwuchses. Ich wollte jetzt sagen, die Dummheit des Nachwuchses manchmal, entschuldigen, jetzt kriege ich voll die Dresche. Und ja, es sind ja auch weniger Menschen, junge Menschen da wie früher. Ja, ich gehöre ja mit zu der Boomer-Generation, also viele Menschen da. Und wir werden Ja. langsam älter und scheiden demnächst aus dem Berufsleben aus. Und zwar in Massen. Und dann ist keiner mehr da. Ne? Ja. Sieht man ja in manchen Bereichen jetzt schon LKW-Fahrer und dies und das und halt auch in technischen Berufen, Fachkräfte, tralala. Wird halt schwierig. Und wenn ich das bei uns sehe in der Firma, die Azubis, da kannst du 70% in der Pfeife rauchen, ne? Ja. Von den Ich Azubis, überlege die da gerade nachkommen. heute früh war auch wieder irgendwas, wo es irgendeinen Mangel gibt. Ich weiß nicht mal an irgendwas, wo jetzt auch Stück für Stück das Zeug geschlossen werden muss. Oh, ach so, Weil wenn zum Beispiel Azubi, da oben müssen wir ein paar Platten an die Wand bohren, eine Betonwand, da hast du eine Schlagbohrmaschine, hier hast du den Bohrer, da hast du Dübel und da bohrst du die Löcher rein. Du hast da die Platten haben Löcher, die hältst du an die Wand, dann machst du mit dem Bleistift einen Strichli und dann schnappst du die Leiter und der andere Kumpel hält unten die Leiter, ne, und dann bohrst du die rein. Nach irgendwann einer halben Stunde gucken wir mal vorbei, wie weit ist er denn? Ist er noch beim ersten Bohrloch? Nach einer Stunde. ja, Sitzt auf der Leiter, schwitzt wie ein Schwein. Ja, Chef, das bin nicht ich, das ist der andere gewesen. ja, Das geht irgendwie nicht. Schauen wir hin, was macht denn der? Der Bohrer glüht schon fast. Das Loch ist ungefähr 3 mm tief. Hat das geschafft, 3 mm in einer Stunde.
weil er den Steinbohrer, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Schlagbohrmaschine gehabt hast Ja, und ein Loch in die Wand irgendwo mal gebohrt hast, eine Wand, die der ein hat bisschen den härter Schlag ist. nicht drinne gehabt. Den Schlag hat er drin gehabt. A hat er den Schlag nicht drin gehabt, ja. Und zweitens, noch schlimmer, er hat einen Linkslauf drin gehabt. Das heißt, der Steinbohrer, der ja Hartmetallspitzen hat, der ja für einen Rechtslauf Ja. geeignet ist und Schlag braucht, da hat nichts reingebohrt in die Wand. Das ist eine Betonwand gewesen. Eine Stahlbetonwand. Da ist er 3 Millimeter drin gewesen und hat nur rumgeschmirgelt die ganze Zeit. Und der Bohrer war schon heiß und dann ist er schon weich da hat geworden. geglüht. Da bohrt sie dann auch nichts. Und Nee, das meine ich mit der Dummheit mancher Azubis. Auf die Idee zu Ja, kommen, das, die Bohrmaschine mal anzuschauen, die hat ja viele Knöpfe. Was können denn die Knöpfe? Ne? ja. Ja. Das Problem ging mit meiner Generation schon los, wenn du so ein paar Spezies in der Schule hattest, die gefragt wurden, was willst du nach der Schule machen? Ja, erstmal Arbeitslosengeld. So, Ja. wir hatten das Thema, glaube ich, schon so oft, weiß ich gar nicht, ob ich mit Ja, dir. das gab es zu meiner Also die Generation ganzen- nicht sowas, aber Die ganzen heutzutage ja. Idioten, die ich in der Schule hatte, haben jetzt die nächsten Kinder in die Ja. Welt gesetzt, die noch idiotischer werden. Ja, genau. Und das führt sich halt eben, und vor allem die ganzen Idioten, Die noch mehr Kopie von der idiotische Kopie Kinder- wird automatisch schlechter. Das ist wie beim Ja, Kopierer. und das Wenn du Problem, den die Original setzen aber kopierst, eine immer- Kopie, ist die Kopie der Kopie immer schlechter und kannst irgendwann nicht mehr lesen. Und das kannst du auf den Menschen auch übertragen. Ja, und das Problem ist aber, die ganzen Idioten von den Idioteneltern setzen noch mehr Idioten in die Welt. Ja. Wenn ich da jetzt schon wieder überlege, es gibt beim Jungen eine Familie in der Schule, die Mutter hat sehr, sehr viele Kinder. So, und Königseck jetzt hab hast ich du das schon oder musst Gespräch- noch? Ja, nee, habe ich. Ja. Und da habe ich jetzt die Tochter im Bus erlebt. Ja. Ja, die haben eine Einschränkung, es ist eine Lernförderschule. Ja, kann man ja nichts dafür. Aber das wenn ist halt die dann so. den Klassenkameraden fragt, ob er mit zu ihr nach Hause kommt und sie mal ein Nümmerchen machen, Ja. da weiß ich, dass irgendwann lass die vielleicht mal 2, 3 Jahre älter sein wie meine Kinder, also 16, 17, Ja. dass die vor dem Schulabschluss dann auch schon wieder schwanger sind. Ja. Und Und dann dann kannst du diese- mit 18, diese 19 schon mit Karriere- Kinderwagen rumrollen. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich dann schon wieder, wenn das jetzt losgeht, wahrscheinlich dann schon wieder mit dem zweiten oder dritten Kinderwagen, dann mit 18 oder 19. Ja. Ja, ja, ja. Und das ist halt furchtbar erschreckend, ne? Ja, Weil das war das Gespräch, das kriegt man halt so mit, weil sie sind ja auch nicht gerade leise im Bus dann. Das ist einfach so, Kinder, also es klang wie so, ja komm, wie wir zu meiner Zeit oder wie ich drauf war, ich war Stubenhocker, wie so zum Zocken verabreden, weißt du? ja. Kommen nach der Schule, gehen nach Hause, zocken eine Runde Wrestling auf der PlayStation 1 und so klang das halt eben, aber wie gesagt, die sind halt Ja. leider nicht so auf der Höhe, dass da verhütet wird. Ja, ja, ja. So, deswegen würde ich dadurch, dass ich die Familie so ein bisschen kenne, vom Sehen her, wird sich das dann alles noch mehr vermehren dann. Ja, ja. Und Ja, da ja, das ist schon die Menschheit. Da gab es einen schönen Film, der heißt, wie war denn der? Da gab es eigentlich 2 Filme. Der eine heißt Idiocracy, geschrieben. Okay. Sozusagen, heute einer von so einem dummen Menschen, bis heute relativ, upsi, da muss man lang, ich gehöre auch dazu anscheinend, dumme Menschen, rechts geht lang, wo knall ich gegen die Mitte? Ja, beim Autofahren. Beim Autofahren, ja. Ja. Ich habe eine Ausrede, ich bin nicht multitaskingfähig. Bin ich Einzeltasking, dann kann ich das. Dann bin ich gut. Wo wollte ich? Und schon habe ich mein Thema fast vergessen. Ja, der Film Idiocracy, der ist ganz lustig gewesen. Den gibt's auch auf Prime oder Amazon oder Netflix, weiß ich nicht. Könnte sein. Schon dass- älterer oder? Ja, schon ein paar Jährchen alt, also vielleicht so 10 Jahre oder was, oder kann er schon sein. Ja, aber Na, trotzdem noch. Aber nicht ganz so alt. Nee, das ist schon ein moderner Film, wenn ich jetzt mal. Ja. Ne? Auf jeden Fall, heutzutage in unserem Zeitalter, 2020er, irgendwie sowas, oder 2010er, 15er, keine Ahnung, war halt einer der nicht gerade intelligentesten Menschen auf der Welt. Und der ist aus Versehen irgendwie in eine Kryokammer gekommen, aufgrund der Dummheit oder so, und ist da eingepennt und ist dann, keine Ahnung, 100, 200, 500, ich weiß den Zeitraum nicht mehr, 500 Jahre später aufgewacht.
Und dann ist der Mensch 500 Jahre später der intelligenteste Schlauste. auf der ganzen Ja. Welt. Das sagt mir irgendwas vom Inhalt her. Ne? Und genau da steuern wir vielleicht sogar hin. Der zweite Film Ja. ist, glaube ich, ein Animationsfilm, glaube ich, war das Pixar oder was? Wo sie im Raumschiff sitzen, oben, so ganz fett, auf so einem automatischen Hovercraft-Sessel. Und denen wird alles zum Hovercraft-Sessel geliefert. Die müssen sich keinen Zentimeter mehr bewegen, gehen da aufs Klo, gehen auf Scheißen, essen da, werden rasiert, gewaschen, alles in dem Sessel. Die bewegen sich gar nicht mehr. Und der Sessel Ja. bewegt sich durch die Geschichte. Ne? Okay. Reine Das hat- Faulheit. Ne? Die Menschheit wird faul, wird nur noch bedient. Das war auch so, ich sage mal, ein Zukunftsbild, ne, was eigentlich idiotisch klingt, aber eigentlich gar nicht so abwegig ist. Wenn man schaut, wie sich die Menschen entwickeln heutzutage. So, 3,33. War jetzt auch nichts. So, Kleines. und Porzel hatte geschrieben, dass du ja dann höchstwahrscheinlich bis 80 arbeiten musst. Na, ich Nach hoffe der nicht. neuen Rentenreform. Nee. Ich muss bis 67 arbeiten nach der neuen Rentenreform, immer noch. Weil ich bin Hat der das wird sich jetzt durch neue Rentenreform nicht nochmal geändert? Nein, da ändert sich nichts. Das Einzige, was sich, glaube ich, ändert, es könnte sein, dass dieses früher mit 63 in Rente, was ich wahrscheinlich eh nicht vorhab, abgeschafft wird. Weil meine 45 Jahre Arbeitsleben, die habe ich, glaube ich, in 3 Jahre durch. Da bin ich dann 62, vielleicht bin ich knapp 63. Na, da habe ich meine 45 Jahre durch und könnte das Arbeiten aufhören, kriegt noch natürlich keine Rente, na, aber kriegt halt dann weniger Rente, wenn es dann soweit ist. Und das wollen sie abschaffen. Ja. Aber mit 67 kann ich, glaube ich, immer noch in Rente. Das ist jetzt 2034 ist es, um es kurz zu machen. Habe ich in der Bildzeitung, gab es eine Tabelle. Tipp dein Geburtsjahr ein, dann zeigen wir dir, wann du in die Rente darfst. Ja, Da tatsächlich gab's wurde einen mir Rechner. da ein bisschen der Angst genommen vor der Rente letztens, wo ich nochmal eine extra Rechnung von der Krankenkasse gekriegt habe. Ja, Weil für mich sah es ja vom Gedanken her immer recht finster aus. ja. Aber tatsächlich für die Betreuung meines Sohnes wird auch in die Gibt's Rentenkasse eingezahlt von der Ja, Krankenkasse. ja. Es wird zwar wahrscheinlich nicht viel sein, aber wenigstens immerhin etwas. Ja. Radar, also zweimal Radarfalle sehe ich gerade. Okay. Da gehen wir mal in die linke rein. Muss doch erstmal tauschen. Tauschen, wieso? Nitromische? Ach so, Radarfalle. Ja. Ah. Nee, doch, nein, ich habe dort das alles im Königseck. Bin da anscheinend ein falsches Set gefahren. Da ist ein frenetisch rein drin. Der hätte ja eigentlich ein Zusatzpumpe rein drin sein sollen. Deswegen war ich so langsam. Ja. Jetzt habe ich das richtige Set für die Radarfalle drin, aus Versehen. So, was ist das? Ach so, ist nur geradeaus hier. Anlauf nehmen von hinten, Flugplatz. Dann müssen wir wieder Windschatten. Aber dann muss ich tatsächlich jetzt mal noch meine Teile wechseln. Ja. Weil ich habe jetzt alles im Königseck. Ja, dann mach. McLaren.
Bin rückwärts gefahren. Steht da hinten rum. Du stehst hinten rum. In der Wiese. Hypercar fährt ja auf der Wiese ganz okay. Da kann man da noch die paar Meter mit Anlauf nehmen. Ach, hinterm Baum ist denn das jetzt so stockfinster? Einfach nur rückwärts fahren, hätte schon gereicht. Ja, das dauert da ewig. Ist doch Ich nicht sehe dich weit. gar nicht. Ach, dort. Oh, hätte mal jemand mit dem Rasenmäher drüber gehen können. Ich habe dich durch die Grashalme gar nicht. Du kannst sogar noch ein Stück, ne? Oder willst du als erstes Gas geben? Ja, dann passt schon. Na dann. Bin bereit. Okay. Bereit, dann geben wir mal Gas. Okay, dann fahren wir mal. Oh. So, und Nitro. Schauen wir mal. Jetzt ziehst du weg. Bin ich weggezogen? Weiß ich nicht. Ja. 484 habe ich Ja. gehabt. Was hat der Herr? Was hast du hier drin? Ich habe 475. Rein frenetisch habe ich drin. Das ist so dieses Scheiß-Set, was ich nicht hab, ne? Das kann sein. Ja. Rein frenetisch, genau. Macht schon was aus. Nochmal. Kannst ja mal du. Achso, du bist ja gerade hinterher gefahren, stimmt. Ja, Ja, da. Eiserner Griff. Performance-Teile wechseln. Jetzt drückt er schon wieder. Achso, Entschuldigung. Rein phonetisch. Da habe ich einen rein phonetisch. Das und das. Okay. Ah, Die Menschheit schafft sich selber ab und wird durch KI ersetzt. ja, das kann auch noch passieren vorher. Du hinterherfahren nochmal oder? Ich mache jetzt erstmal, vielleicht reicht es ja schon, wenn ich Ach Spur so, fahre. okay, na dann. Bist du weit links? Jetzt? Ja, ja. Okay. Schön 3, gerade. 2, 1, los. Und Nitro. .500. What? Okay, dann muss ich nochmal die hinterherfahren. 500,2. Ja, jetzt habe ich die geschafft, die ich Die- vor uns hinter dir hatte. Ja, genau. Nee, die du 483, die alleine- ich vorhin hatte. Ja, genau. Okay, da müssen wir noch machen. Okay. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, was das an Punkten ausmacht, aber an die 500. 500 ist eine schöne Zahl, wenn die da steht. Ja. Ach so, stehe ich falsch. Ich stehe falsch, ja? Ich bin nur rückwärts Rückwärts gefahren, also gefahren. ich bin perfekt auf der Linie. Okay. Okay. Okay, 3, 2, 1 und go. Hoppala. Und Nitro. Die Lampen sind toll, muss ich mal ehrlich sagen. Ist mir gerade schon aufgefallen. Welche Lampen? Die auf dem Boden sind, die Lämpchen. Ach so, der ist am Flugplatz. Ja. Was Hast hast du du toll gehabt? aus, cool gemacht. 497. Ah, das ist das. Knapp. Da muss ich gleich nochmal gucken. Die Ja, Lampen. das sind Die 400 Lampen. Punkte. Gucken wir nochmal die Lampen an hier, was der da meint. Das war hübsch im Dunkeln. Tatsächlich Ja, ja. ist mir das früh aufgefallen. Naja. Ja, ja, stimmt. Die sind ja sogar, ich sag mal sogar, die wirken sogar plastisch etwas. Also es ist wirklich nicht flach, sondern als wenn die einen leichten Hubbel hätten.
Ja, nee, auch von den Lichtkegel her sah das cool Ja, aus. ja, ja, ja. Naja. Naja. Die schauen schon nicht schlecht aus. Ja, schon gut gemacht. Blaue Lampen, gelbe Lampen, rote Lampen, wie es halt am Flughafen anscheinend ist, keine Ahnung. So, Ja. okay, dann haben wir beenden. Ah, Noch mal eine dann Radar- wechseln. Jetzt müssen wir Königseck. Königseck Agera reinschrauben, Ding. Das Set hier. Mindestens keine Flucht. Den da. Agera R. So, Nein. frenetisch rein, jo. Genau. Hat der. Na doch, der hat auch ein Pro-Setting drauf. Uiuiui. Schauen wir, was das für eine Radarfalle ist. Ob die auch so schön geradeaus ist oder ob man ein bisschen lenken muss. Ja, auch fast geradeaus, aber ein bisschen Anlaufkurve hier haben wir. Ah, jetzt kommt hier der Kreis. Jetzt ist es bedeckt und wird nicht kühler. Wo bist du? Ich habe keine Map. Rückwärts gefahren. Da wo ich stehe, einfach zurückfahren. Ja, da wo du fährst. Super, ich habe keine Map. Ich sehe nicht, wo Ja, du einfach zurückfahren, da komme ich ja dann irgendwann. bist. Jetzt sehe ich dich. Das ist auch was, oder? Keine Map, dass das immer noch hier ab und zu rumspinnt. Wie gesagt, deswegen hoffe ich, dass sie den Scheiß bei Forza Horizon fixen. Ja, Weil wenn das auch so ein Dauerbug ist, den es immer geben wird, dass du einfach Punkte liegen lassen musst, weil es nicht beendet wird, dann Ja, ja. kriegst du eine Krise. Ja. Einfach für den inneren Monk ist das schon scheiße. ja, ja, ja. Haben wir jetzt hier eigentlich schon die Grenze vom Dings erreicht? Von der Zone? Ja, ja, kurz hinter uns ist sie. Ich will es bloß nicht zu weit ausreizen. Okay, gut. Weil ich sehe Müsste, es halt leider. ja, ja, die ist irgendwie jetzt hinter uns irgendwo. Gleich da. Jo, alles klar. Ich Okay, bin also wieder. dann schauen wir, ob wir die Kurve schaffen. Ich bleib mal so, versuche in der Mitte hier zu fahren. Auf dem Lean-Dings da Bums. Ja. Also dann 3, 2, 1 und los. Auf der Geraden gebe ich dann Dingsbums. Ja. So, und Nitro. So. Da hätte man früher Nitro geben können. Ja. 500,8 ist schon. Ach Gott, ja, schau an. Das ist ja super, ja. 485, da kann ich ja mal hinterherfahren, mal schauen, was dann passiert. Das ist schon mal ganz nice. Ach, was habe ich denn mit bitte? Jetzt fehlt sie bestimmt bei dir, oder? Nee, ich hab Radar. Guck mal, ob ich heute bis 0 Uhr schaffe. Was bis 0 Uhr. GTA vorbestellen. GTA vorbestimmt. GTA, du meinst GTA 6. GTA 6, jetzt habe ich es auch. Ja. Ah, stimmt, da habe ich was gehört, dass die irgendwie 20, da geht's los. Vorbestellungen. Und was bestellen wir? Für 129 Euro. Natürlich, natürlich die Warum nicht gleich die Collectors Edition? Ja, die ist nicht digital. Da kriegt man irgendwelche Figuren oder so. Braucht kein Mensch. Ja, das Problem, denk dran, wir haben kein CD-Fach. Ja, stimmt. Ja. Das habe ich keine Lust noch extra dazu zu holen. So, Ja, nee, bist nee. du bereit? Bin bereit. Tatsächlich würde ich die Kurve links anfahren, also nicht krampfhaft die Ja, ganze ist Zeit in der okay, Mitte, weil alles da klar. immer früher Nitro geben. Ja, ja. Okay, Auch früher Nitro. 3, 2, 1, los. Und Nitro. Ja, 501. Ist doch nicht schlecht. Passt. Willst du nochmal? Ich glaube, so kriegt man nicht mehr raus. Also ich Ja. weiß jetzt nicht, Don, ob das wieder... 142, Ah. 282 und 142, 168. Das sind ja bloß
100 Punkte weniger, wo du jetzt gerade hast. Das ist also nicht Ja, so schlimm. ich will jetzt bloß mal wissen. Der Don mit 550, kommt der ist ja schon irgendwo wahrscheinlich geflogen wieder oder von was? links irgendwo runtergeflogen. Ja. Ja, genau. Da kommt. Ich habe jetzt gerade meinen Geist ausgewählt, der kommt von links Geflogen hinten wieder. irgendwo runtergeflogen. Ja. Okay. Also tatsächlich würde ich das jetzt so stehen lassen, weil ich glaube, Ja. Die Belohnung ist ja jetzt auch nicht so berauschend. Nee, die Belohnung ist nicht nur nicht berauschend, sondern. Ach so, ja, doch, genau. Die ist neu, ich habe sie nicht, das stimmt. Aber jetzt so Das die Welt neu? ist der. Okay. Ja, ich habe es geguckt, ich habe sie nicht. Ja, nee. Die Reifen von der Custom Show, die habe ich. Aber die habe ich noch Ja. nicht. Weißer Neonspur. Okay. Oh Gott. Ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch. Außer du willst ja noch irgendwelche 10 Kilometer oder so ein Kram fahren. Nee. Nee, ne, Tatsächlich, genau. wenn wir jetzt noch in Forza reingehen. Genau, stimmt, wir haben ja das auch noch. Hast du recht. Genau, gehen wir in Forza rein. Lassen wir das im Stream laufen oder? Ich müsste tatsächlich alles umstöpseln erst. Warum umstöpseln? Weil ich die beiden Konsolen nicht gleichzeitig angestöpselt habe. Ach so, okay. Also ich würde tatsächlich jetzt entspannt Stream ausmachen, dann noch. Ja, dann mache ich auch. Weil das ist ja hier auch ein Motorfest und kein Forza-Stream. Ja, nee, das Umstöpseln wird jetzt auch wieder ein bisschen dauern. Ja, Deswegen. klar. Also was jetzt ein bisschen, aber im Stream ist Ja, das ja. Okay. Kacke. Ja. Dann fange ich mal an. Jo. Ich bedanke mich vielmals bei Purzel, bei Don, bei Dario für das kurze Fahren mal ordentlich. Und tatsächlich war es das, glaube ich, auch schon. Barclay hatte vor uns reingeschaut. Scroll mal hoch. Ja. Dann war es das schon. Okay, na gut. Ja, das war's schon. An Ja. alle Neuen, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde ich mich sehr freuen. Und auch sehr gerne unten beim guten Barclay Gaming vorbeischauen, der ebenfalls gerade live war. Und beim Scooter, der eventuell dann auch gleich in den nächsten 10 Minuten, 23 Minuten live kommen könnte für sein Casual Summit. Mal schauen. Purzel schreibt noch, da gibt es wieder Flugmanöver. Ja, habe ich gesehen. Und genau. Dankeschön an alle und einen schönen Abend noch und ich gebe weiter an Barclay. Okay, danke. Erstmal gähnen. Ja, verrückt hier. Ja, das war die Einführung. Dankeschön fürs Reinschauen und Zuschauen und fürs Mitfahren, Mugen Live. Danke, Mugen. Und dann sage ich auch Danke an alle anderen, wie zum Beispiel der Purzel und der Don Miserablo, ganz ausgesprochen. Und der Glaub mir App hat mal kurz reingegrüßt. Und der Franklin, thank you for joining and watching. Und Lappi etc., danke dir ebenso. Und dann schauen wir mal, wenn dann gleich Forza dann rein. Ich streame aber nicht nebenbei bemerkt, also muss man dann so schauen, was wir uns finden. Ne? Jo. Ansonsten wäre es optional, weiß ich nicht, ob ich es mache, vielleicht auf Twitch schnell anschmeißen, weil das kann ich ja mit der Xbox machen. Link von Twitch bei mir wäre auf meinem Kanal, wäre auffindbar. Mal gucken. Also dann, bye bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Oh. Barclay Gaming 1 sagt Tschüss und danke fürs Zusehen. Bye, thank you for watching.